Man macht so viel unbewusst, was einfach nicht sein muss. Das kannst du knicken, aber man macht es trotzdem, weil es ja jeder macht oder weil man es halt so gewohnt ist. Klar, wir sind so neigewachsen, Vollkasko-Mentalität, Holleridolier. Das geht nicht, hat inzwischen jeder geschnallt. Hallo Katja, hallo Leute, ich bin der Günther. Unsere Rotjacht, ein Eigenbau, und die führe ich euch jetzt vor. Hier sind wir im Esszimmer, wenn man so will. Eigentlich sagen wir, glaube ich, Messe dazu, weil wir ja auf einer Rotjacht sind. Darum ist das die Kombüse, das ist der Niedergang und das die Messe eben. Und die Messe ist halt auch das dritte Schlafzimmer, wenn man so will. Sollen wir das mal vorführen? Ja. Ist eigentlich auch, weil das halt genau da reinpasst. Ja, da ist ein Scheibenwischermotor halt drin, das war mal auch ein Zeichentisch. Und den Fuß haben wir halt davon verwendet, weil der auch irgendwo rumgelegen ist und kein Mensch mehr gebraucht hat. Und so Scheibenwischermotoren liegen auch überall auf den Schrottplätzen natürlich genügend rum. Und die tun das ja noch 100 Jahre. Ja. Also man kann es auch so ein bisschen, eben, es gibt dann eben, man kann hier dann halt das dezent machen, dann kann man hier, zum einen ist das natürlich jetzt beim Essen halt hier so Gewürze, aber wenn man pennen will und hier sehr Ruhe haben will, dann macht man hier das so. Von Berufswegen Bezüge zum Bus, weil auf dem Bus halt gelernt und zum anderen dann auch mit gebrauchten Schwerfahrzeugen gehandelt und damit ist man ständig unterwegs und schaut sich reparaturbedürftige Autos und so weiter halt an. So stand er auch mal als Schrottbus, nicht am Straßenrand, aber so ähnlich, für wenig Geld, viel Auto eigentlich, aber halt alles kaputt, was aber die Herausforderung ja war als junger Autoschlosser. Es stand noch ein paar 100 Kilometer weg ein anderer, der sich mit ihm hier sehr gut ergänzt hat, und das war die Anfangidee, einfach aus zweien wieder einen zu machen, damit zumindest beides 10-jährige Busse zu schade zum Wegschmeißen. Und so waren die ersten 2-3 Jahre einfach nur aus zweien einen zu machen, dass er wieder läuft und dass es wieder ein fahrbares Auto wird. Dann war es eine leere Hülle, aber eben eine sehr attraktive, weil groß und viel Platz, und ich bin natürlich auch wohnmobilaffin und lebe gern auf Achse. Wir haben auch früher viele Fahrzeuge halt eben nach Afrika, Nahen Osten, Mittleren Osten gebracht. Und so war halt die Idee, einfach mal die Ideen, die man im Kopf hat, wirklich zu realisieren. Das waren vor allem diese Dächer und all diese speziellen Dinge. Da gab es halt schon immer bei mir so Fantasien. Und da bei uns ja sehr viel weggeschmissen wird und rumliegt, so sind wir das halt dann angegangen und haben aus diesem wieder fahrbaren alten Bus eben die Rotjacht. Der Name kam auch erst später. Und war natürlich kein Konzept, das von Anfang an klar war. Darum hat es ja eben auch fast 2 Jahrzehnte gedauert, weil halt je weiter man baut hat, immer noch verrücktere Ideen dazukommen sind, die man dann auch wieder umsetzen wollte, zum Teil wieder rückbauen musste, um das überhaupt dann zu verwirklichen. Und so gingen dann fast 20 Jahre ins Land, bis er dann die Form hatte, die er jetzt hat. Und in den letzten 20 Jahren, also ich habe fast seit 40 Jahren, 20 Jahre, knapp 20 Jahre Bauzeit, jetzt fast 20 Jahre Betriebszeit. Und da kamen dann halt Solar- und Aluminiumfelgen und dies und jenes und anderes Equipment, was die Unterhaltung anbelangt. Und so wächst er natürlich immer noch. Und inzwischen ist es jetzt so weit, dass wir halt zum 2. Mal restaurieren. Der ganze Block ist eben vollkommen neu gebaut worden, weil das Fahrzeug ja schon fast ausgeschlachtet war, wo ich ihn vor 40 Jahren für damals 2000 Mark vom Schrottplatz geholt habe. Es gibt 2 Dinge, die da eigentlich interessant sind. Eben zum einen muss ich auch wissen, was oben los ist. Und darum können wir uns da, in moderneren Bussen gibt es wahrscheinlich eine Gegensprechanlage mit Video und Gemache. Wir machen es einfach so. Hallo. Aber ich kann auch hier genau da oben das oberste Fenster sehen. Und da er 4 Meter ist und es durchaus eben immer wieder Brücken natürlich gibt mit 380, 390
Und dann kann ich mich hier praktisch persönlich davon überzeugen, ob ich im Schritttempo denn da auch durchfahren kann. Eigentlich jetzt, wo ich jetzt dann schon langsam in Rente gehe, habe ich mehrere Berufe und dementsprechend die Industriemontagen und so, bin jetzt eben so im Rentenalter und das lasse ich jetzt, aber der Bus soll schon noch ein paar Jahre arbeiten und leben. Und das Endszenario könnte auch sein, dass er dann zum Gartenhaus wird und dann eben würde ich mich glücklich schätzen, noch 10 Jahre drin zu leben. Backofen, Flammenherd, Wasser, der Boiler sitzt unten drin, 60 Liter. Das ist so ein Zwergen. Ah, schau, da liegt der Boiler, der Toaster noch drin. Ja. Ja, alles braucht irgendwo seinen Platz. Gell? Also eigentlich ist es eine Geschirrspülmaschine. Und halt ein bisschen mein Besteck, Dunstabzugshaube, Backofen, Kühlschrank. Da unten ist Geschirr drin, da sind die Gläserschränke. Die haben wir praktisch hierher ausgelagert. Das sind halt, ja, war halt auch noch so viel Platz. Ja, also macht man das halt sowas. Oder das sind halt so die Versorgungsdinge jetzt in der Wohntechnik. Das ist der Batteriecomputer und der Solarcomputer. Wir haben ja 8 Paneele drauf. Also wir können schon autark, ja eigentlich bis uns Wasser ausgeht, wenn man so will. Also früher ist mir immer der Strom ausgegangen. Und jetzt geben wir halt dann irgendwann das Wasser aus. Oder wir haben etwa 800 Liter so Frischwasser und das Ganze auch natürlich dann in Abwasser. Also es gibt eben Anfragen in ganz verschiedene Richtungen. Das sind jetzt private Veranstaltungen, Geburtstage, Junggesellenabschiede, Junggesellinnenabschiede, beides. Und dann gab es eben auch immer wieder natürlich Anfragen, Film, Funk und Fernsehen, wenn man das mal so sagen will. Und haben wir ja auch einiges gemacht, was ich, ja, ist halt auch, ist auch motivierend. Es sind einfach so viele verschiedene Spektrums, wo man dann auch mal mitkriegt, wie das so läuft und so weiter. Man kann dabei noch ein bisschen was verdienen und so waren das eben Musikveranstaltungen im Backstage-Bereich, auch schon als Bühne natürlich. Also wir hatten hier herum auch dann schon DJ, Sängerin und der Parkplatz war die Tanzfläche. Also so bei WM 2006 in München zum Beispiel, also das Sommermärchen, da stand man eben unter Hunderttausenden auf der Leopoldstraße. Wir haben einen 500 Liter Fäkalientank. Ja, nicht ganz. Also es sind immer so auch den Einbauformen nachgebaut. Könnte das sein, dass er bloß 460 hat, aber so rund zwischen 450 und 500 Liter ist der Fäkalientank, 400 Liter für Grauwasser, die sitzen eben da unten drin, wo ich gesagt habe, da wo früher der Gang war und so weiter. Da ist eben hinten, wo früher die Batterien waren, eben tiefer wie das Niveau halt ist, sitzt der Fäkalientank. Und dementsprechend haben wir eben auch da unten drin sitzt dann der 500 Liter Frischwassertank, der Haupttank, und hinten habe ich noch Zusatztank von etwa 350 Liter. Wenn ich jetzt praktisch auf ein Festivalgelände gehe, wo ich weiß, ich kriege die nächsten 5 Tage kein Wasser mehr, dann mache ich auch die Hintern voll. Wir haben halt einen Platz in Italien, einen schönen Platz, wo ich ihn ja schon seit längerem eben einfach ein stationäres Ferienhaus, wenn man so will, anbietet. Beziehungsweise haben wir da 2 Apartments, die wir uns im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Ist halt so unser Rentensystem eben. Ich habe halt immer da reinzahlt. Eigentlich habe ich mehr Rente hier reinzahlt und habe es halt nicht in die Rentenkasse. Sorry, aber habe halt an das geglaubt. Ist ja wurscht. Ja, weiß ich zumindest, wenn ich im Alter nichts habe, wer schuld ist. Das geht jetzt auf wie ein Kofferraum, ist eigentlich auch ganz eine simple Sache. Einfach einen Kofferraumdeckel nachbaut, wenn man so will. Elektrisch halt, okay. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir nicht irgendwo an einem Baum draufstehen. Es ist zum Beispiel, wenn du jetzt eben das als Schlafzimmer nutzt, ist es oft so schon, also ich schlafe eigentlich viel lieber mit einem knapp geöffneten Dach, als wenn es jetzt ganz offen ist oder so. Ja. Und das langt auch im Hochsommer, hast du hier einfach, erstens ist sofort das Bedrückende weg, wenn ein Lichtband da ist. Du hast auch wiederum mit einem Blick alles im Griff, so was am Parkplatz so los ist. Und du hast einfach auch wieder eine super Luftherrin. Ja, aber das geht natürlich schon so weit auf, dass wir dann Stehhöhe haben und dass es einfach wie eine Veranda ist. Und die Reling haben wir eigentlich erst dann
später dazu baut, um die 92 cm Absturzhöhe zu haben. Weil wenn du ja privat unterwegs bist, kannst du ja praktisch alles machen in so einem Auto. Dann ist das einfach dein Problem, wenn du runterfallst. Früher war das ja fast unmöglich, an einem Fahrzeug Felgengrößen zu ändern oder was, wenn nicht der Hersteller gesagt hat, jawohl, wenn es den Hersteller aber gar nicht mehr gibt und das überhaupt alles so ein bisschen improvisiert war da früher so. Ja. Aber inzwischen kannst du zumindest dann natürlich, seit der TÜV Konkurrenz hat, musst du auch mit dir reden wie ein normaler Mensch. Ja, früher hast du ja praktisch, bist ja eher zu einem Gott hinkrochen. Und heute sind es halt alle Leute, die Kunden brauchen. Und dann seither kann man ganz vernünftig reden miteinander. Ja. Und wenn man miteinander redet, dann findet man eine Lösung. Wenn man will, gibt es eine Lösung. Wenn man nicht will, gibt es gar nichts. Siehst du, da haben wir jetzt eben das mittlere Hebedach, ist ja jetzt schon offen. Und ist auch ganz simple Technik, 4 Scherenwagenheber reinbaut. Das war dann schon okay, Winkelgetriebe, Getriebemotor, das sind schon dann speziellere Dinge. Aber der Rest der ganzen Dinge, das ist total einfach und simpel alles. Ja. Und läuft seit, was weiß ich, vor 30 Jahren habe ich das gebaut. Und bringt jetzt eben auch hier heroben die Stehhöhe, die ganz wichtige frische Luft, die man hier im Stand halt. Dadurch hat das Auto halt wirklich ein gutes Klima immer, weißt? Und ohne Klimaanlage halt, weil Klimaanlagen im Stand sind ja höchst aufwendig und energieintensiv. Ja, hier haben wir also klar den Salon, das Wohnzimmer, die Notbetten, wenn man so will. Ja, aber eigentlich ist das eben so der Puffer halt eben. Ja. Das Konzept ist ja da vorne 2 Betten, die was jetzt an der Wand hängen noch. Hinten 2 Betten und unten 2 Betten. Das sind eben auch aus Unfallwegen oder von weggeschmissenen Autos oder so. Aber ich habe gar nichts auf dem freien Markt gefunden, was genauso gepasst hätte. Also was einmal wichtig ist, dass die Lehne, eben du kannst schon verschieben, ganz normal. Die Lehne, Einhebel, zack, auch wichtig. Weil sonst kurbelst du hier jeden Abend dir eine Sehnenscheidentzündung ran. Dann ist es so, geht da wirklich alles um einen Millimeter. Den da müssen wir dann eben erstmal ganz hochklappen. Dann drehen wir ihn rum, wenn ich den Hebel finde. Da geht alles haarscharf vorbei. Dann klappt man da auch runter und legen ihn so hin. Und dann ist eigentlich auch schon erledigt. Dann tust du das Bett runter und fertig. Volle Sitzqualität, volle Liegequalität ist selten in Wohnmobilen. Und dasselbe passiert jetzt hier auch. Und dann haben wir halt entweder 2 Einzelbetten und dann habe ich noch so einen Einlegekeil, um halt auch ein Doppelbett draus zu machen. Wir sind mal in Sizilien um den Ätna rumgefahren. Ich schwöre, das war durch Nicolosi. Das ist einmal so berühmt worden, wo er wieder mal ausgebrochen ist und dann fließt ja so die Lava durch das Dorfdach. Und dann haben wir auch so die Leute gefragt, können wir da? Ja, da fährt der Bus fahren und so, passt schon. Und dann sind wir da eben durch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht für die. Und dann war ich eigentlich schon praktisch nicht mehr gesessen, sondern gestanden da unten und habe einen Kopf in meiner Luke da drin gehabt und bin eben nach den Ecken da gefahren. Weißt du, da fahrst du dann durch Gassen durch, die haben dann alle so auf 3 Meter, 3,50 Meter kommst so kleine Balkone raus. Dutzende, da ist nicht mehr ein Balkon, wo nicht die Ecken abgefahren werden von den LKWs oder so. Hey, das war da ein richtiges Dorffest, wo wir da durchgefahren sind. Die waren alle auf der Straße, noch ein bisschen so und hopp und ja, geht schon. Und nach einer Stunde waren wir durch und bravo, Applaus. Ja, in Italien bin ich gern. Lässige Leute. Andererseits muss ich auch mal sagen, dass ich seit 30 Jahren darauf warte, dass ich hier eine Brennstoffzelle einbauen kann. Ja, da hat die Deutschland AG völlig versagt. Und ich habe in die 80er Jahre wirklich fest daran geglaubt. Kenne mich in der Technik ein bisschen aus und so. Und es war einfach klar, dass es dahin gehen muss. Man kann nicht Hunderttausende von LKWs und Zeug auf die Straße stellen und sich keine Gedanken darüber machen, wie das weitergehen soll. Und jetzt ist es ja soweit, jetzt reden wir wieder vom Wasserstoff. Das haben wir in die 80er Jahre auch schon gemacht. Und da war ja so ein alter Henschel drin, hey, weißt du, und das ist nicht viel anders, wie das, was heute gebaut wird. Ja, also, und ich habe mir wirklich geglaubt, hey, da kommt ein Sprung einfach in die Richtung. Und darum habe ich halt den alten Henschel auch drin lassen. Da habe ich mir gedacht, in den 90er Jahren spätestens bietet mir die Industrie eine Brennstoffzelle an. Ich habe mir natürlich wieder gedacht, die kommen dann zu mir und sagen, hey, dein Auto ist ja toll, da bauen wir jetzt eine ein und fahren um die Welt. Emissionsfrei, das ist doch mal was. Es kam aber niemand, ja, bis zum heutigen Tage nicht. Wir fahren immer noch mit
Zwar wesentlich saubereren LKW schon, aber da sie halt doppelt so schwer sind und doppelt so schnell und doppelt so viel Leistung haben, war wohl nichts. Ja. Insgesamt geht es halt so 1,5 Meter auf. Was ja, wenn man es jetzt als Schlafzimmer wirklich so benutzt, ist es ja oft schon sehr reizvoll, wenn das bloß 10 cm aufmachst. Schwuppdiwupp. Dass es bequemer wird. Bescheidenheit ist eine Tugend irgendwo. Ja? Und also ich versuche zumindest so zu machen, dass ich halt lang Objekte auch wirklich aussaugt bis zum letzten. Irgendwo, das, wenn wir schon so irre leben wollen, müssen inzwischen, glaube ich, wie wir es tun, dann sollte man zumindest halt alles wirklich, wenn ich schon so eine Karre baue, dann kann ich den nicht wegen irgendeinem Ding. Das muss alles ausgenutzt werden, so gut wie es geht. Und es spielt keine Rolle, ob da mal ein Falten mehr da drin ist oder irgendwas. Es geht einfach nicht, dass wir alles ständig neu. Ja. Und den letzten Mist halt inzwischen. Ja, also inzwischen, ich wäre ehrlich, was auch natürlich verkehrt ist, aber ich wäre total zum Konsumverweigerer. Ja, also ich kaufe mir schon mal, klar, ich habe mir ein E-Bike gekauft. Hey, neu, Akku. Ja, super. Ja. Aber irgendwie fahre ich daher bloß noch halb so viel Auto. Der ganze Nahbereich ist weg. Und dann denke ich schon, aber es gibt keine einfachen Lösungen. Und es gibt da. Aber jeder soll sich halt überlegen, was er macht einfach. Ja. Und man muss ja nicht in Sack und Asche gehen. Will ich auch nicht. Und ich will auch nicht jeden Tag bloß ein trockenes Brot essen, ist ja logisch. Aber man muss sich trotzdem einfach überlegen, was man tut. Und wenn jeder bloß, hey, man muss einfach bei dem anfangen, was am leicht fällt. Man macht so viel unbewusst, was einfach nicht sein muss. Das kannst du knicken, aber man macht es trotzdem, weil es ja jeder macht oder weil man es halt so gewohnt ist. Klar, wir sind so neu gewachsen, Vollkasko-Mentalität, Holleridolje. Das geht nicht, hat inzwischen jeder geschnallt.